geht ab, meine kleinen Russ? Oh, das war viel zu schnell. Boah. Ich habe es erst gesagt und dann habe ich auf Aufnahme gedrückt. Oh, okay, nochmal. Was geht ab, meine kleinen Russ? Hier ist Rahim. Ja, richtig gehört, hier ist Rahim. Ihr seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal auf ganz... Na, ich habe auch keine Lust mehr zu sagen. Nicht schlecht. Leute, wie geht es euch? Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid nicht zum ersten Mal auf diesem Kanal und seid verwundert, was hier gerade alles passiert und warum wir so aussehen, wie wir aussehen. Du hast was vergessen. Was denn? Dass ich dabei bin. Achso, machst du mit? Das letzte Mal hat sogar wirklich jemand geschrieben, du hast vergessen zu sagen, Spezialgast. Und wieder einmal mit meinem wunderbaren Spezialgast, der eigentlich nicht mehr spezial ist. Dana, also... Rolle, ich wollte sagen, gut, du bist vielleicht spezial, aber nicht mehr Spezialgast. Okay. Okay, sollen wir Your einfach Special. starten? Wenn man auf Englisch sagt, Your Special ist ja eigentlich so, könnte ja auch halt bedeuten, dass du auf eine andere Art speziell bist. Aber auf eine positive. Nee, Ach so. deswegen. Ja, auf jeden Fall Spezialgast. Dana Rolle. Checkt sie ab, sie ist, checkt sie ab. Check sie. Sie ist unten. Oh Mann, wenn man die Sie ist unten am Boden angekommen. Wenn man die Sätze vorher einfach beendet, dann kommt einfach ein totaler Quatsch raus. Unten in der Beschreibung, in der Infobox, ist Dana verlinkt mit allen Links, die es so gibt. Also Instagram, YouTube und so weiter. Sie macht ja auch Videos Sonntag. Heute kommt ein neues Video von dir? Mhm. Wahnsinn. Ich habe gehört, es wird ein Q&A-Video. Mhm. Gibt es da... Geheimnisse, Special Infos. Spezialinfos. Mal gucken. Ich bin ja gespannt. Macht da noch jemand mit im Video? Wissen wir noch nicht. Butch auf jeden Fall. Mal sehen. Vielleicht ein Spezialgast. Ein Spezialgast. So, auf jeden Fall guckt da bei Dana mal vorbei. Sie hat mittlerweile 3 Videos online gestellt. Und heute, demnächst, Abend, in ein paar Stunden, Nachmittag, kommt auf jeden Fall das nächste Video. So genau. Ist ein Q&A-Video, falls ihr da Infos haben wollt, warum Dana das immer schafft, so wunderhübsch und bar auszusehen und wo sie ihre Klamotten einkauft und welche Schuhgröße sie hat. Findet ihr das heute in dem Video heraus. Oh, ich habe gar keine Schuhe. Nur Hausschuhe. Aus dem Hotel die Jumeirah-Socken. Ja. Ich habe gerade Schuhe. Ich habe gerade eben das Bild eingeblendet, sodass man sie nicht gesehen hat. Aber jetzt brauchst du sie nicht mehr zeigen. So, wir kommen heute zu... It's one. Is one? It's one. Oder? Is one? It's one. Nicht iZone oder so? iZone. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Okay. Schreibt's bitte in die Kommentare oder schickt eine DM mit einer Sprachnachricht, wie man das ausspricht. Wir hören rein. Alles eingestellt? Ja. Nee, nicht alles eingestellt. So. Schöner Rock. Ja, Du hast die Untertitel vergessen. Ach so, ja. Koreanisch. Automatisch. Kann ich das lesen? How? Soll ja eigentlich sehr einfach sein, Koreanisch zu lesen. Wollten uns eigentlich auch aneignen, haben aber komischerweise keine Zeit. Gerade am Anfang wurde uns das mitgeteilt. Wie so, voll geil, man kann das in 6 Stunden lernen oder was? Stimmt, Hatte jemand geschrieben? voll hyped. So, boah, ich lerne jetzt Koreanisch, Der Hendrik hat es geschrieben. So, geil, du musst uns beibringen und so. Ja, überhaupt gar keine Zeit. Ist das 2 oder 3 Monate später? 2 Monate später? Ein bisschen mehr als 2, ja. Auf jeden Fall wollte ich sagen, hier auch geil wieder mit den Stimmen. Super viele Harmonien drin, ja. Also hier vor allem immer 2 Stimmen. Ne, weil sie singt die untere und dann ist da noch drüber und alles sehr weich und klingt sehr breit und sehr, sehr hauchig auch gerade noch, aber sehr, sehr angenehm.
Ne? Hier wieder dieses Halftime-Ding. Das ist so. Das passiert so oft in den K-Pop-Songs. Die haben immer ein Tempo grundsätzlich, was immer super schnell ist, und dann gehen die hier wirklich immer so eine Halftime rein. Weil das ist ja. Wieder Tempo. Drop. Oh. Perfekt. Dieser Rock hier in der Mitte. Oh. Hä, wieso was? I love it. Warum? Die Farbe, es ist so ein Lack-Vinyl-Rock. Ich liebe sie. Aber der Nude-farbene gefällt mir nicht so gut. Ich finde, in rosa ist der besser. Nude, das hier? Nee, der hier. Das ist Nude? Ja, das ist so ein Camel-Ton. Camel-Toe? Camel-Ton. Beige. War Camel-Toe nicht was anderes? Hellbraun. Er hat ein bisschen Baby-Kacker-Farben, finde ich. Mhm. Das ist... Okay. Ich wollte eigentlich den Drop hören, genau, das wollte ich. Okay, ist wie so ein... Genau, das ist wie so ein Nachladen von der Knarre. Violetta. Süß. Voll cute. Oh. Nice. Ja, coole Hook irgendwie, ne? Hat so ein bisschen was, hat so ein gerade diesen aktuellen House-Vibe, was Calvin Harris auch gerade viel macht, aber mit so einem Dance-EDM-Ding noch drin. Also, sehr cool. Auch wieder so ein typischer 808 Subbass, der wirklich durchspielt. Auch wieder der Rap, ne? Das ist so witzig, dass sie jedes Mal den Rap nach der ersten Hook reinhauen. Auch so ungewöhnlich irgendwie, weil es so girly ist bisschen, so happy, girly, cute auch. Ja. Gerade in der Hook und dann kommt so eigentlich fast so ein Badass-Rap-Part rein. Ja, wobei ich eigentlich auch sagen wollte, dass sie gar nicht so Badass-Rap macht. Sie macht das ja... Das ist ja schon mehr so gesprochen gesungen. Ja, schon, aber ich finde es trotzdem nicht so girly, cute wie davor. Da sind ja auch viele Harmonien noch drin und so. Also schon sehr, sehr, sehr weiblich doch. Also ich finde es jetzt nicht so krasser Rap, sondern eher so ein Sprachgesangsding, wo dann doch viel mit Harmonien gearbeitet wird. Ist auch so, da sind sehr viele so kleine Sounds auch wieder drin, hier wie die so ein Funkeln außen, so also hört das, ne, die Videos immer mit Kopfhörern, wie gesagt, das ist wirklich, wirklich immer von Vorteil, hilft, weil die Endgeräte, erstens mal, wenn ihr es auf dem Handy habt, ihr meistens nur Mono. Genau, und dann hört ihr so Sachen dann gar nicht wahrscheinlich oder kaum. Oder wenn ihr sie hört, dann könnt ihr sie zumindest nicht zuordnen, ob ihr sie jetzt rechts oder links hört, weil ihr es ja nicht direkt auf den Ohren habt. Deswegen lohnen sich Kopfhörer. Es müssen nicht diese sein, das sind Referenzkopfhörer, die man in Studios benutzt. Mittlerweile Standard, sehr, sehr lange schon Standard, haben sie einfach etabliert. Es gibt teurere, ja, aber die sind nicht besser deswegen. Nur so als Hinweis, weil mir Leute geschrieben haben, ja, da sind welche, die sind offen, 5 Euro mehr, die sind doch besser dann. Ja, wenn die offen sind, dann hört dein Nachbar, wenn du im Bus sitzt, genau, ob du dir gerade ein Porno reinpfeifst oder ob du meine Analyse anschaust. Kleiner Tipp fürs Leben. Ja. Nur weil was immer teurer ist, ist es nicht unbedingt immer besser. Richtig. Und diese hier sind... Auf fast alles zu. Ja, also und diese hier sind wirklich Referenzkopfhörer, die seit Jahren sich etabliert haben, einfach in Studios international, wie gesagt. BTS benutzen die auch. Ja, die sind, by the way, haben wir in Videos gesehen. Die sind unten verlinkt, nur mal so als Tipp. Und wie gesagt, hier hört man dieses zum Beispiel. Das ist super kurz und sehr leise. Hast du es gehört? Was denn? Nee, nochmal.
Ja. Aber ich hab's gehört. Oh Mann, ey. Vielleicht hört man es auch auf dem Handy tatsächlich, aber dann eben nicht mit diesem Effekt, dass es so im Raum wie so weit hinten irgendwie ist. Das ist so nicht hier, sondern hier. Genau. Ja, das meine ich. Voll geil. Und so, deswegen macht man ja auch Mixing, weil man genau solche Effekte dann eben umsetzen kann. Und ein Handy, ein Smartphone. Nee, das hört man nicht. Das ist eigentlich der Tod davon, weil da hörst du es einfach nicht mehr. Aber da zeigt es dann wieder, wie gut Mixing und Mastering gemacht werden muss, damit man es auf dem Handy trotzdem, dass es trotzdem cool ist, durch einen Monospeaker, also nur einen Speaker oder vielleicht sogar auch zwei, aber eben auch dann trotzdem mit den richtigen Kopfhörern dann zum Beispiel oder im Studio auf der fetten Anlage oder im Club oder in der HiFi-Anlage zu Hause und so weiter und so weiter. Deswegen ist Mixing und Mastering super, super, super wichtig. Gutes Mixing, gutes Mastering. Sein, dass man es hört, aber man hat halt nicht so diesen räumlichen Effekt, ne? Richtig. Und das finde ich so voll krass, wenn du irgendwie hörst, wie was von links nach rechts zieht oder so in dem Ton. Oder du hörst eins wirklich so hier vorne, was anderes hörst du hinter dir. Mäßig, ja. Ja. Obwohl du ja nur Stereo hast, also nur zwei Signale oder zwei Speaker. Mhm. Aber trotzdem kann man das räumlich platzieren dann, ja. Also es gibt auch so ein virtuelles Surround Sound Sachen kann man da irgendwie auch nur mit Stereo, nur mit 2 Ohren auch umsetzen. Und das auch gerade bei den K-Pop-Sachen. Die Produktionen sind ja immer so krass auf einem hohen Level, dass sie so Sachen auch sehr, sehr oft machen. Deswegen, ja, guckt bitte die Analysen und die Songs. Vor allen Dingen hört sie euch wirklich mal mit Kopfhörern an oder wirklich einer guten HiFi-Anlage oder eben guten Kopfhörern und so weiter und so weiter. Das ist schon immer ein Unterschied. Und eben auch dann bei den Analysen, wenn ich euch so Sachen beschreibe, hat es vielleicht doch nochmal einen anderen Effekt. 누구보다 빛이 날 수 있게 너와 나 함께 할 수 있게 아름답게 펼쳐진 네 향기로 채워진 세상에 문을 열어 내게 더 깊이 기울여 내 안에 너를 비춰 영원히 널 물들여 눈부시게 더 빛날 테니까 날 닮은 하늘에 숨겨왔던 마음을 기다렸던 순간을 ist schon schön, die sind wirklich sehr, sehr stark vom Gesang her, also sehr harmonisch auch und so. Ist schon cool, muss man schon sagen. Und dann jetzt auch wieder sehr harmonisch, eben wegen diesem Pre-Chorus hier. Geil hier mit den... Das ist genau auf die schnelle Snare, auch diesen Flacker-Effekt auf die Tür. Ich finde, das klingt so ein bisschen Gameboy-mäßig, aber schon geil. Auch so eine Offbeat Hi-Hat, die dazwischen immer... Das ist Offbeat. Und die ist auch rechts. Hier eine High-Cut-Filter auf die Keys. Das, was hier die Harmonie spielt. Ist immer offener. Die Höhen kommen immer weiter rein. Geil. Nice. Schon am Anfang wolltest du auf die Adlibs, ne? Ja, wie die da drüber singen nochmal. Ja, aber tatsächlich auch schon ganz am Anfang, schon der erste war richtig geil. Warte mal. Ja. Komm ich so. Hä?
Halftime jetzt. Die sieht so cute aus, ne? Voll, wie so ein Fabelwesen. So. Auch wie sie guckt und lächelt, ist so... Auch als sie vorhin Violetta gesagt hatte, war sie auch schon... Ja, fett, hier am Ende wird es noch richtig geil mit diesem Halftime-Ding. Das ist echt nice. Wie viele sind das eigentlich? Zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Violetta. Aber die sagen Violetta. Bio. Was? Bei denen gibt es keine. Ja, das haben wir ja schon bei BTS letztens bei... Love. Fake Love. Big Love. Ja, fett. Ey, krasse Nummer. Also ich muss schon sagen, jetzt hier die Hook, gerade am Ende wurde es dann immer cooler. Also... Voll. Da hat es mich jetzt auch dann mehr mitgerissen zum Ende hin. Ja, ich fand es eigentlich am Anfang auch schon cool, so oder so. Aber jetzt am Ende war es echt nochmal... Voll, ja. Ich frage mich gerade, warum. Ist wahrscheinlich, glaube ich, echt, weil man es einfach öfter dann gehört hat. Sonst müsste ich jetzt das genau auseinandernehmen, welche Instrumente mehr oder weniger sind von der ersten zur letzten Hook. Also, ich glaube, da ist... Die Adlibs vielleicht? Ja, die Adlibs sowieso, das ist klar. Das ist klar. Die sind sowieso, ja, das ist Standard. Aber ich dachte, vielleicht ist es irgendein Instrument mehr oder weniger. Ich habe jetzt aber nichts rausgehört tatsächlich. Und ich glaube, es ist nicht mal lauter am Ende. Die Hook, das macht man auch manchmal, dass von Hook zu Hook es dann ein bisschen lauter wird. Aber sehr selten macht man das. Man macht zwischen Strophe und Hook, dass es da lauter wird, also die Hook lauter wird verglichen zur Hook. Ja, das auf jeden Fall sehr regelmäßig und vor allen Dingen auch breiter wird im Mix. Das auf jeden Fall. Aber hier ist echt nichts. Das ist, glaube ich, echt, weil man es dann zum dritten Mal gehört hat und dann irgendwie, ja, kennt man es und dann findet man es angenehmer. Ja, das ist mein Stuhl. Der hoffentlich auch bald ausgetauscht wird. Oh ja, hoffentlich. Ja, die Bestellung steht, wenn hier demnächst ein geheimer Karton steht und ihr dieses Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass in diesem geheimen Karton ein Stuhl drin ist. Ein geheimer Stuhl. Ein geheimer Stuhl, ein sehr krasser Stuhl. Special-Stuhl. Ein sehr special Stuhl, aber alle anderen werden es nicht wissen. So, also habt ihr jetzt hier wieder was dazu bekommen. Leute, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, alles unten in der Beschreibung abzuchecken. Und es gibt eine Spezialaktion, gerade von Amazon Music Unlimited. Ein fucking Monat gratis. Ich habe fucking gesagt. Ein Monat gratis Musik streamen, nutzt das aus, Leute. Link unten in der Beschreibung, kein Scheiß. Das Geile ist, wir haben es auch schon extra ausprobiert, macht kostenlos dieses Abo. Man muss seine Zahlungsdaten eingeben zwar, ja, aber es ist ein Probemonat und dann kannst du direkt schon kündigen. Der Monat läuft trotzdem dann noch aus. Du kannst ganz normal hören und es läuft dann nicht automatisch weiter. Wenn ihr es natürlich weiter haben wollt, könnt ihr das wieder ändern. Aber so passiert das nicht, dass ihr quasi in so ein automatisches Verlängern. Im Abo. Genau. Oder ihr könnt euch da auch intern in Amazon das einstellen, dass euch eine Erinnerung 3 Tage vorher oder so vor der Kündigung geschickt wird, sodass das dann auch nicht passieren kann. Also sehr fair von Amazon. Voll. Ich kenne viele andere Anbieter, die das nicht so machen und man dann da ein Abo und 1 Monat oder 2 oder weiß ich nicht, kostenlos und dann vergisst du natürlich. Und dann hängst du drin. Und dann hast du vielleicht noch einen Monat extra und dann hast du wieder vergessen und dann sind es 3 und dann ist es plötzlich 3 Jahre. Na gut, das ist vielleicht mir noch nicht passiert, aber dem einen oder anderen, aber auf jeden Fall. Das kann hier nicht passieren, deswegen lohnt es sich. Unten in der Beschreibung, wie gesagt, nur so, falls ihr jetzt, keine Ahnung, streamt, vor allen Dingen auf Spotify, dann irgendwie free die ganze Zeit, weil da ist die Qualität. Mit der Werbung dazwischen. Mit der Werbung. Und die Qualität ist auch ganz anders. Bei Spotify Free ist schon wirklich ein Unterschied. Ich habe da auch schon mal ein Video dazu gezeigt, da hat einer das wirklich verglichen auch. Ja. Alle Streaming-Anbieter verglichen von der Qualität und vom Klang ist ein Riesenunterschied teilweise.
Und Spotify Premium und Free ist wirklich schon ein guter Unterschied. Auch selbst YouTube zum Originalmaster ist auch noch ein Unterschied und so. YouTube war ein krasser Unterschied. Ein sehr krasser Unterschied, ja. Aber das ist halt, das so ist. Und Apple Music war auch nicht besonders gut. Nee, Apple Music, das war krass. Das stimmt, das war eigentlich ein riesen Knackpunkt, wo man echt sagen muss, wow, da haben viele denken ja immer so Apple, lalala und Gold und König und Gott und weiß ich nicht was. Die waren Katastrophe. Die waren wirklich katastrophal, weil Apple hat ja eigentlich auch ein eigenes Komprimierungsformat, dieses Apple Lossless irgendwas, AAC oder so heißt es, ja. Ah ja. Auf jeden Fall, da war, also ich weiß nicht mehr, wie das Video heißt. Wenn ich es finde, verlinke ich es unten in der Beschreibung, beziehungsweise Dana macht das. Danke. Da war irgendwie super viel digitales Rauschen mit drin, krasser Qualitätsverlust und selbst in so einem Premium-Paket, und das ist auch relativ teuer noch, Apple Music, das war gar nicht gut. Also dann seid ihr wirklich mit Spotify Premium viel besser dabei. Er hatte aber Amazon nicht verglichen da, ne? Amazon war nicht drin. Er hatte Tidal noch mit drin und Tidal war halt richtig krass. Tidal war gut. Tidal war, ja, aber man muss sagen, dafür, dass du für Tidal dann so viel mehr bezahlst. Ja, extrem viel mehr. War es jetzt nicht so, also für mich persönlich würde ich sagen, muss jeder für sich wissen. Ich hatte auch eine Zeit, dieses auch bei Tidal auch mal einen Monat kostenlos irgendwann mal gab es das auch gemacht und da waren aber zu wenig Künstler noch und irgendwie die Playlist nicht so und lalala. Also ich finde Spotify schon sehr stark mit dem Podcast und so weiter auch. Übrigens habe ich auch meine eigene Spotify Weekly Top 20 Playlist, die ist unten auch verlinkt. Da aktualisiere ich jede Woche, jeden Freitag die Liste mit meinen Top 20 der Woche. Sind meistens sehr frische, nicht allzu bekannte Releases, die aber trotzdem sehr cool sind. Natürlich auch ein paar größere Nummern, aber manchmal auch wirklich alte, klassische Sachen, die ihr bestimmt noch nicht gehört habt. Letztens hatte ich auch mal Jazz drin zum Beispiel. Heute hatte ich überlegt, ob ich eine Country-Nummer reinmache, aber dann ja, aber auch von Chris Stapleton, man kennt den aber auch. Und ja, aber irgendwie, ich wollte so gerne, aber so geil fand ich die Nummer dann doch nicht. Ich habe sie ein paar Mal gehört. Nächsten Mal vielleicht? Ja, also genremäßig kenne ich keine Grenzen, so oder so nicht. Also ich höre da wirklich alles. Von daher, aber ne, checkt das mal gerne ab. Da haben sich einige Leute auch wirklich auch im Umkreis so persönlich bedankt, von wegen so, ey, Dicker, danke, so krass, geile Playlist und so. Ich so, krass, wusste ich nicht, dass du der folgst. Ich habe den und den Song entdeckt, der ist voll geil und so. Also mich schreiben auch Leute aus dem Freundeskreis an und dann auch DMs und so, dass sie voll happy sind über die Playlist, was mich dann wiederum krass glücklich macht, weil ich hatte das ja auch nur so angefangen und dachte, wäre lustig, wenn man sowas macht und vielleicht mal gute, nicht so bekannte Musik teilweise auch ein bisschen fördert vielleicht. Deswegen, ja, aber es sind große Produktionen eigentlich immer. Also die sind schon sehr, ist jetzt nichts irgendwie so wirklich komplette Newcomer oder sonst irgendwas. Nee, das nicht. Also das sind schon Produktionen, die wirklich auch mit internationalen Nummern mithalten können. Das ist halt auch etwas, wo ich sage, das sollte man schon versuchen zu erreichen, selbst wenn man eben als Newcomer sich da irgendwie etablieren möchte, muss man schon gucken. Die Referenz ist, auch als Newcomer, die Referenz und die Konkurrenz sind immer die ganz oben sind. Und nicht irgendwelche, dem Zuhörer ist egal, ob du jetzt seit einer Woche erst Musik machst oder 100 Jahren. 10. Ja, du musst dich immer mit den Größten messen. Das ist, finde ich, schon ein gutes Ziel, glaube ich, auch wenn man nicht direkt so krass ist wie die, aber das sollte einfach Ziel sein. So, genug Outro und zu viel gelabert am Ende, da schon kurz vor dem nächsten Gena. Nein. Bis zum nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren und Glöckchen anmachen. Mein Video angucken. Achso, und dann das Video Oder anmachen. ist ja Sonntag jetzt, ne? Ist Sonntag, ja. Jetzt ist Sonntag. Bis später zu meinem Video.